You made my day. You made my day. You made my day. Oh, day. You made my day. You made my day. You made my day. Oh, day. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein weiterer Cake-Trend 2020, der Island Cake oder Island Jelly Cake. Wobei, ich habe mich nicht ganz so viel für so viel Jelly entschieden, sondern nur für einen kleinen, ich sag's einfach mal, einen See entschieden. Gebacken habe ich dafür den Wunderkuchen in der Schoko-Variante mit Schokostückchen. Insgesamt zweimal in 22 cm Durchmesser. Diesen habe ich zweimal waagerecht durchgeschnitten, sodass ich pro Kuchen zwei schöne gebackene Böden hatte. Gefüllt wird die Torte mit Meringue-Buttercreme. Diese habe ich in der Schoko-Variante zubereitet und aufgebaut wird sie auf einer Tortenpappe, sodass ich sie nachher leichter händeln und bewegen kann. Zuletzt habe ich einen meiner abgeschnittenen, gewölbt gebackenen Deckel oben drauf gesetzt und eine Stunde im Kühlschrank fest werden lassen, bevor ich die Torte zurechtgeschnitzt bzw. das Loch für den See ausgeschnitten habe. Die Kuchenkrümel und die restliche Buttercreme vermische ich zu einer Cake-Pop-Masse und damit wird der Berg aufgebaut. Das kann ganz durcheinander sein, das muss überhaupt nicht ordentlich sein. Es ist ein Berg. Zum Festwerden gebe ich die Torte nochmal in den Kühlschrank, bevor ich sie mit Ganache einstreiche. Ich habe hier eine Zartbitter-Schokoladenganache und hier müsst ihr wirklich super gut drauf achten. Genau da, wo das Jelly nachher hinkommt, da muss der Kuchen bzw. die Torte richtig gut mit Ganache eingestrichen sein, denn durch jedes Loch und jede Ritze saugt sich nämlich der Kuchen voll mit der Jellymasse und damit das nicht passiert, müsst ihr genau an der Stelle, wo das Jelly hin soll, richtig gut mit Ganache arbeiten. Die Torte geht nun wieder in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit bereite ich die Muscheldeko zu. Dazu habe ich Modellierschokolade genommen. Ich habe weiße Modellierschokolade, die ich ganz grob mit brauner Lebensmittelfarbe eingefärbt habe. Diese drücke ich nun in meine Silikonmold. Ihr findet übrigens alle Produkte und auch die Rezepte in der Infobox verlinkt. Lege das Ganze für 10 Minuten in den Kühlschrank, bevor ich die Muscheln herausdrücke. Die Ganache ist fest geworden und nun habe ich etwas weiße Schokolade geschmolzen, mit der ich die Torte bestreiche. Da, wo der See hinkommt, ein bisschen mehr, damit der Untergrund hell ist, auf dem Berg etwas grober.
Mit der restlichen geschmolzenen Schokolade klebe ich noch die vorbereiteten Modellierschokoladenmuscheln fest. Etwas Segras habe ich auch noch hergestellt. Hierzu habe ich weiße Modellierschokolade grün eingefärbt und mit Hilfe meiner Knoblauchpresse, die ich natürlich nicht für Knoblauch, sondern wirklich nur für meine Torten verwende, Segras hergestellt und ebenso wie die Muscheln mit etwas Schokolade festgeklebt habe. Die Torte kommt nun wieder in den Kühlschrank und nun bereite ich das Jelly zu. Dazu habe ich Fruchtwasser genommen. Ihr könnt natürlich auch normales Leitungswasser nehmen, aber damit es ein wenig Geschmack hat, habe ich Fruchtwasser genommen. Die Gelatine wird in eiskaltem Wasser eingeweicht und muss etwa 10 Minuten quellen, bevor sie herausgenommen und geschmolzen wird. Die geschmolzene Gelatine wird nun mit dem Wasser verrührt. Dieses wird anschließend mit blauer Lebensmittelfarbe eingefärbt und nun muss das Jelly einige Stunden auf der Seite stehen. Nicht im Kühlschrank, lasst es bei Raumtemperatur stehen, dass es etwas fester, etwas geliger wird. Es darf natürlich nicht feste gelieren. Im Notfall stellt es zwischendurch, gerade bei der Hitze momentan, auch immer mal wieder in den Kühlschrank, aber haltet es bitte unter Beobachtung. Die Torte ist mittlerweile super gut durchgekühlt. Sie war ja jetzt auch lange genug im Kühlschrank und nun nehme ich die restliche Ganache, ich hatte nämlich vorhin nicht alles verwendet, und streiche diese gerade in den vorderen Bereich, wo der See hinkommt, nochmal an die Torte, weil ich da meine Tortenrandfolie festklebe. Das ist eine extra hohe Tortenrandfolie. Auch diese findet ihr verlinkt in der Infobox. Die Tortenrandfolie drücke ich natürlich vorne richtig schön an die Torte an, denn das muss wirklich super abgedichtet sein, sonst läuft euch nämlich die ganze Soße heraus und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Den Rand habe ich nochmal mit geschmolzener Schokolade extra abgedichtet und zum Festwerden noch einmal in den Kühlschrank gegeben. Die Schokolade ist nun fest geworden und nun wird das Jelly eingefüllt. Zuvor besprühe ich den Rand noch mit etwas Backtrennspray, sodass sich nachher die Tortenrandfolie leichter und einfacher von dem Jelly ablöst, und gebe dieses langsam und löffelweise auf die Torte. Ein kleiner Tipp meinerseits: Macht das im Kühlschrank, denn wenn ihr die Torte mit dem flüssigen Jelly nochmal transportiert, ist das echt ein bisschen tricky. Mein Tipp: Stellt die Torte in den Kühlschrank und befüllt das Jelly im Kühlschrank auf eure Torte. Ich habe die Schokolade am Rand nicht ganz hochgezogen, ein wenig ist mir dann doch rausgelaufen, aber das war wirklich nur an der Stelle, weil die Schokolade nicht hoch genug aufgespritzt war. Die Torte kommt nun über Nacht für mindestens 8 Stunden in den Kühlschrank, bevor sie am nächsten Tag fertig dekoriert wird. Dazu habe ich einfach ein paar Plätzchen ganz fein zermahlen und ein Teil davon mit grüner Lebensmittelfarbe eingefärbt. Die Torte wird nun ganz vorsichtig aus Backrahmen und Tortenrandfolie gelöst. Die Oberfläche des Sees decke ich mit ein wenig Frischhaltefolie ab und klebe die eingefärbten grünen Kekskrümel mit weißer geschmolzener Schokolade am Berg fest.
Einen kleinen Strand gibt es natürlich auch noch. Dazu nehme ich die nicht eingefärbten Kekskrümel. Mit weißer Lebensmittelfarbe male ich nun noch einige Wellen auf. Und zu guter Letzt bestreiche ich noch ganz grob und ganz wahllos den Rand mit geschmolzener weißer Schokolade. Die Torte, ihr seht, steht schon auf einem farblich passenden Teller und den Rand bestreue ich noch mit den übrigen Kekskrümeln und ich hatte noch ein paar Deko-Elemente aus Modellierschokolade, die ich ganz einfach zur Deko noch mit auf den Rand gelegt habe. Wie findet ihr diesen Cake-Trend? Seid ihr eher so Team naja oder findet ihr diese Torten toll? Optisch sind sie auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Schreibt's mir doch auf jeden Fall in die Kommentare.